Ich hatte mir eigentlich überlegt, dass ich dir eine Geschichte erzählen will. Und zwar von einem Bekannten von mir, Ferdinand. Der hat seine 2 Kinder zu Hause, seine Katze, seine Frau und ihm geht's richtig gut. Bis er mitgekriegt hat, dass er sehr seinem Vater ähnelt. Und der Vater, das war so ein Bild, was er klar als klassisches Arbeitsbild hatte. Der kam abends immer nach Hause, war völlig überarbeitet, hat seine Sachen alle nicht geschafft, hatte schlechtes Gewissen, musste dann zu Hause noch was machen, hatte nie Zeit für die Familie. Und Ferdinand wollte eigentlich nicht so ein Vater sein und so ein Ehemann. Deswegen geht es mir gerade darum, mal zu sehen, was hat er denn eigentlich gemacht. Für den klassischen Büroangestellten, auf den prasseln eigentlich am Tag eine ganze Menge an Informationen ein. Was so klassischerweise halt uns beschäftigt, ist natürlich sowas wie E-Mail oder Telefonanrufe oder halt, dass Informationen reinkommen oder Kollegen, die auf uns zukommen und von uns irgendwas wollen. Also eigentlich die ganze Welt möchte irgendwas. Und wir müssen uns damit überlegen im Arbeitsumfeld, wie gehen wir denn damit um? Ich habe jetzt diesen Prozess, was man damit macht, hier mit diesem Trichter dargestellt, weil alle kommen irgendwie rein und müssen verarbeitet werden. Und wenn ich die verarbeite, habe ich eigentlich bei diesen Dingen 3 Möglichkeiten. Was reinkommt, ist entweder ein To-Do, eine Aufgabe, die ich machen kann, oder es ist ein Termin, irgendwas, was sich im Kalender widerspiegelt, oder es ist eine Art von Information, die ich irgendwie ablegen muss, die ich auch nachher wiederfinden muss. Also, wenn ich das auf die klassischen Coaching-Bereiche beziehen möchte, habe ich Aufgabenmanagement, Zeitmanagement und Wissensmanagement. Und für die Bereiche kann man Strategien finden, Wege finden, wie man damit besser umgehen kann. Das Ganze sind aber erstmal nur eine Sammlung von Methoden. Mir geht es darum, aus diesen Methoden ein System zu machen. Und dieses System müsste aus meiner Sicht darin bestehen, dass man sich zum einen in dieser Richtung überlegt, dass es einen Planungsprozess braucht, dass ich einfach nicht nur die Sachen abarbeite, sondern mir auch überlege, in welcher Reihenfolge mache ich das, wie priorisiere ich das, was ist wichtig, was ist weniger wichtig, was muss wann gemacht werden. Und gleichzeitig auch eine Art Rückschau, die Aspekte, wie funktionierte das Ganze denn? Hat das funktioniert? Was lief denn gut, was lief denn schlecht? Mit berücksichtigt. Und das Ganze zusammen macht für mich ein gutes Produktivitätssystem aus. Das Ganze kann aber nur dann funktionieren, wenn ich bezeichne das Ganze immer als meinen 3-beinigen Hocker, wo das Leben drauf steht. Nämlich die 3 Beine Arbeit, Sozialleben und Gesundheit. Und wenn die Arbeit das Übergewicht kriegt dieser Hocker quasi eine Schräglage und damit funktioniert es nicht mehr. Das heißt, ich muss das Ganze einbinden in ein großes Ganzes. Das Privatleben, das Sozialleben, die Gesundheit, gutes Essen oder einfach Natur und Erholung. Und diese Sachen zusammen, die brauche ich, um Energie zu sammeln, um Zeit auch und Kraft zu haben, um dieses System zu bedienen. Und ich möchte Menschen dabei begleiten, so ein System für sich zu finden, aufzubauen, zu verbessern. Dafür biete ich Coachings an oder auch Trainings. Und weil ich weiß, dass es sehr persönliche Themen sein können, die da anstehen, auch über einen längeren Zeitraum begleiten. Das sind Veränderungen, die auf persönlicher Ebene stattfinden, die man nicht von einem Tag auf den anderen umsetzen kann. Und möchte eigentlich dich ganz herzlich dazu einladen, das mal auszuprobieren.